Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über den Winter in Deutschland. Wir erzählen, wie er sich anfühlt, was uns überrascht hat und welche Dinge im Alltag wirklich typisch sind. Wenn euch unser Projekt gefällt, abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr nichts Neues und könnt mit uns weiter Deutsch lernen. Genau. Viele Menschen denken, dass der Winter in Deutschland nur kalt ist. Aber das stimmt nicht ganz. Es gibt viele kleine Details, die man erst merkt, wenn man hier lebt. Wir wollen euch heute ein realistisches Bild geben, damit ihr versteht, warum diese Jahreszeit hier ganz besonders ist. Als ich das erste Mal im deutschen Winter war, hatte ich ein sehr starkes Gefühl von kalt, aber anders. Die Temperatur war nur knapp über Null, aber die Luft fühlte sich unglaublich feucht und schwer an. Es war so ein Kältegefühl, das direkt durch die Jacke geht. Ich dachte mir nur, wow, damit muss man erst klarkommen. Ja, das kenne ich. Diese feuchte Kälte ist typisch für viele Regionen in Deutschland. Manchmal schaut man aufs Thermometer und sieht nur +3 Grad, aber draußen fühlt es sich an wie 5. Der Wind spielt auch eine große Rolle. Wenn er plötzlich stärker wird, merkt man sofort, wie der Körper sich anspannt und man die Schultern hochzieht. Und was mich am meisten überrascht hat, war das Licht oder besser gesagt, das fast fehlende Licht. Es wird schon am Nachmittag dunkel, oft gegen 16 Uhr. Man sitzt vielleicht zu Hause, schaut aus dem Fenster und hat das Gefühl, dass der Tag viel früher endet. Viele Leute sagen sogar, der Winter macht mich ein bisschen müde. Stimmt total. Die Stimmung ist dann auch anders. Die Menschen sind nicht schlecht gelaunt, aber sie wirken etwas ruhiger und stiller. Man macht alles etwas langsamer, man plant weniger Aktivitäten draußen und man will einfach warm bleiben. Für viele gehört dazu auch, öfter Tee zu trinken oder einfach gemütlich auf dem Sofa zu sitzen. Trotzdem hat dieser Winter auch etwas Schönes. Wenn es morgens noch halbdunkel ist und man zur Arbeit oder zur Schule geht, sieht man die warmen Lichter in den Häusern. Es gibt etwas Ruhiges in dieser Zeit, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und genau diese Mischung fühlt man schon in den ersten Tagen. Ja, und wenn man das versteht, merkt man, dass die deutsche Winterzeit nicht nur über das Wetter geht. Es ist mehr ein Gefühl, eine bestimmte Atmosphäre, die man erlebt, sobald man hier den ersten kalten Morgen hat. Schritt für Schritt beginnt man dann zu verstehen, warum die Menschen ihren Alltag in dieser Zeit auf eine besondere Weise gestalten. Im deutschen Winter merkt man sehr schnell, dass der Alltag ein bisschen anders funktioniert. Viele Menschen planen ihren Tag nach dem Wetter, weil man nie weiß, ob es plötzlich regnet oder sehr kalt wird. Deshalb sieht man überall Leute mit warmen Jacken, dicken Schals und Mützen, auch wenn es nur wenige Grad über Null hat. Ja, das stimmt. Und was ich interessant finde, ist, dass viele Menschen hier immer sagen, besser einmal zu warm angezogen als zu kalt. Die meisten tragen mehrere Schichten, also ein T-Shirt, dann einen Pullover und darüber eine Winterjacke. So kann man sich gut an die Temperatur anpassen, wenn man von draußen nach drinnen kommt. Was wirklich auffällt, ist der kurze Tag. Viele gehen morgens im Dunkeln aus dem Haus und kommen im Dunkeln zurück. Das macht den Alltag etwas langsamer, aber auch gemütlicher. Viele sagen dann oft, ich brauche erst mal einen warmen Tee. Das hört man wirklich überall, sei es im Büro, in der Schule oder in der Bahn. Und der öffentliche Verkehr spielt im Winter eine große Rolle.
Viele benutzen Bus und Bahn, weil Autofahren bei Kälte und glatten Straßen manchmal stressig ist. Man sieht oft Menschen, die mit roten Nasen an den Haltestellen stehen und sich die Hände reiben, während sie sagen: Boah, heute ist es echt frisch draußen. Drinnen versuchen viele, es sich besonders angenehm zu machen. Wenn es draußen kalt und grau ist, machen die Menschen oft Kerzen an oder schalten kleine Lichterketten ein. Es ist wirklich typisch, dass jemand sagt: Mach es dir gemütlich. Das ist so eine Art Lebensgefühl im Winter. Viele bleiben einfach lieber zu Hause, kochen etwas Warmes oder schauen einen Film. Beim Essen gibt es auch typische Dinge. Viele kochen im Winter Suppen, Eintöpfe oder trinken heiße Schokolade. Wenn man Freunde besucht, hört man oft: Willst du etwas Warmes trinken? Das hat einfach Tradition und gehört zur Winterzeit dazu. Es gibt einem ein gutes Gefühl, besonders nach einem langen, kalten Tag. Und natürlich ist Bewegung im Winter ein großes Thema. Viele sagen zwar immer: Ich habe keine Lust rauszugehen, es ist zu kalt, aber am Ende gehen sie trotzdem eine kleine Runde spazieren. Frische Luft ist hier wirklich wichtig. Man sieht Leute in Parks, eingepackt in dicken Jacken, die einfach sagen: Ein bisschen frische Luft tut gut. Genau. Der Winter verändert das Leben, aber nicht unbedingt negativ. Man macht alles bewusster und ruhiger. Die Menschen nehmen sich mehr Zeit für sich, achten auf Wärme, Licht und kleine gemütliche Momente. So entsteht im Alltag ein ganz eigener Rhythmus, der langsam, ruhig und trotzdem angenehm ist. Wenn der Winter in Deutschland richtig beginnt, merkt man sofort, wie sich die Stimmung verändert. Besonders im Dezember wird alles viel heller und freundlicher, weil überall Lichter hängen und die Städte geschmückt sind. Viele Menschen sagen in dieser Zeit oft: Jetzt fühlt es sich endlich wie Winter an. Es ist eine Mischung aus Kälte draußen und einer warmen Atmosphäre drinnen. Ein großes Highlight sind natürlich die Weihnachtsmärkte. Fast jede Stadt hat einen. Dort gibt es kleine Stände mit warmem Essen, süßen Sachen und schönen handgemachten Geschenken. Viele trinken dort Glühwein, also heißen Wein mit Gewürzen. Man hört ganz oft den Satz: Lass uns heute Abend kurz über den Weihnachtsmarkt laufen. Es ist wie ein kleines Ritual. Was mir besonders gefällt, ist der Duft. Überall riecht es nach gebrannten Mandeln, warmen Waffeln und Gewürzen. Man geht einfach ein paar Schritte und fühlt sofort dieses gemütliche Wintergefühl. Viele Familien kommen jedes Jahr zusammen an solche Orte und sagen: Das gehört einfach dazu. Ohne das wäre der Winter nicht komplett. Auch zu Hause gibt es viele Traditionen. Viele Menschen dekorieren ihre Wohnungen mit Kerzen, kleinen Sternen und Adventskranz. Am Sonntag sitzen sie dann zusammen und machen es sich gemütlich. Man hört oft: Heute bleiben wir einfach drinnen und machen es uns schön. Das passt perfekt zur winterlichen Stimmung. Ein weiteres wichtiges Thema ist das gemeinsame Essen. Im Winter wird viel gekocht und gebacken. Viele bereiten Plätzchen zu, kleine deutsche Weihnachtskekse. Das machen oft Eltern mit ihren Kindern und man hört dann Lachen aus der Küche. Viele sagen, ohne Plätzchenbacken ist es kein richtiger Advent. Es schafft einfach ein warmes Gefühl im Haus. Und natürlich spielt Musik eine große Rolle. Überall hört man sanfte Weihnachtslieder, in Cafés, in Geschäften und manchmal auch draußen auf dem Markt. Es ist ein ruhiges, freundliches Gefühl. Manche Leute sagen sogar, die Musik macht den Winter weicher. Selbst wenn es draußen grau ist, sorgen diese kleinen Momente für gute Laune.
Was mir auch auffällt, die Menschen nehmen sich im Winter mehr Zeit füreinander. Man besucht Freunde, trinkt zusammen etwas Warmes oder sitzt einfach und redet. Viele sagen dann, schön, dass du da bist. Das klingt einfach, aber im Winter bedeutet es viel. Diese Saison bringt die Menschen oft ein bisschen näher zusammen. Ja, genau. Die deutsche Winterzeit hat dadurch eine besondere Wärme, die nicht vom Wetter kommt. Sie entsteht durch Lichter, Düfte, Musik und gemeinsame Momente. Man merkt, dass diese Traditionen den Alltag heller machen und ihm ein bisschen Ruhe geben. So fühlt sich der Winter nicht nur kalt, sondern auch lebendig und gemütlich an. Auch wenn der Winter in Deutschland schön sein kann, gibt es natürlich Dinge, die ein bisschen anstrengend sind. Viele Menschen sagen oft, der Winter macht mich müde. Das liegt daran, dass es so früh dunkel wird und man manchmal das Gefühl hat, weniger Energie zu haben. Es ist normal, dass man dann lieber länger im Bett bleibt oder sich öfter hinsetzt, um kurz auszuruhen. Ein großes Thema sind auch die hohen Heizkosten. Jeder kennt den Satz, Heizen ist dieses Jahr wieder teuer. Viele versuchen deshalb, nur bestimmte Räume warm zu halten und die Türen geschlossen zu lassen. Man zieht sich dicker an, trägt Hausschuhe und sagt oft, Hauptsache warm bleiben. Das gehört hier im Winter einfach dazu. Was ich auch schwierig finde, ist das Wetter selbst. An manchen Tagen ist es nicht kalt, sondern nur grau und nass. Die Leute sagen dann, heute ist richtiges Schmuddelwetter. Man hat wenig Lust rauszugehen, weil alles feucht ist und der Wind manchmal unangenehm ins Gesicht bläst. Da versteht man sehr gut, warum viele den Winter eher drinnen verbringen. Für viele ist der Weg zur Arbeit im Winter auch stressiger. Wenn es glatt ist, muss man vorsichtig laufen, weil die Straßen rutschig werden. Oft hört man, pass gut auf, es kann glatt sein. Und die Busse oder Bahnen kommen manchmal später wegen des Wetters. Die Leute warten dann frierend an der Haltestelle und schauen ständig auf die Uhr. Auch die Stimmung wird manchmal ein bisschen schwerer. Viele sagen, mir fehlt die Sonne. Das ist wirklich typisch. Der Mangel an Licht beeinflusst die Laune und man fühlt sich schneller erschöpft. Deshalb versuchen viele kleine Dinge zu machen, die gut tun, wie eine heiße Dusche, eine Tasse Tee oder ein ruhiger Abend mit Musik. Trotzdem findet man immer Wege, sich besser zu fühlen. Viele sagen, ein kurzer Spaziergang tut immer gut. Auch wenn es kalt ist, hilft die frische Luft, ein bisschen klarer zu denken. Und wenn man dann wieder nach Hause kommt und die Wärme spürt, fühlt es sich fast wie eine Belohnung an. Das sind diese kleinen Momente, die man im Winter wirklich schätzt. Und manchmal ist es genau diese Mischung aus Herausforderungen und schönen Dingen, die den deutschen Winter so besonders macht. Man lernt es, sich gemütlich zu machen, auf sich aufzupassen und kleine Rituale zu haben, die den Alltag leichter machen. So entsteht mit der Zeit ein ruhiges, einfaches Gefühl, das gut tut. Am Ende merkt man, dass man den Winter nicht nur übersteht, sondern auch verstehen lernt. Die Kälte, das Licht, die Stille und die Gewohnheiten der Menschen. Alles zusammen formt eine Jahreszeit, die langsam, still und trotzdem voller Leben ist. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum der Winter in Deutschland so viele verschiedene Gefühle bringt und gleichzeitig so viele besondere Momente schafft. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, setzt ein Like, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche neuen Wörter euch besonders gut gefallen haben. Die Stimmung. Die Stimmung im Winter ist oft ruhiger. Das Licht verändert die Stimmung der Menschen.
Die Heizkosten. Viele sprechen im Winter über hohe Heizkosten. Wegen der Heizkosten heizen viele nur bestimmte Räume. Das Schmuddelwetter. Bei Schmuddelwetter bleiben viele lieber zu Hause. Schmuddelwetter macht den Tag oft anstrengend. Der Adventskranz. Am Sonntag zünden viele eine Kerze am Adventskranz an. Ein Adventskranz steht im Winter in vielen Wohnungen. Der Weihnachtsmarkt. Wir gehen am Abend kurz über den Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt riecht es überall nach Mandeln.